Wir starten mit etwas Positivem in unser Video, denn wir kommen noch zu etwas sehr, sehr Traurigem, was in unserer Stadt passiert ist. Ja, da haben wir beide fast zu weinen begonnen, aber manchmal muss das wohl so sein. Mehr etwas später. Ja, aber was Positives. Wir haben ein neues Set, das den Weg in unsere Stadt gefunden hat. Ich denke, ihr kennt es, dieses, finde ich ja, moderne Kunstwerk, was herausgekommen ist mit diesen Regenbogenfarben und auch den verschiedenen Figuren in den Regenbogenfarben, finde ich so ein cooles Set, muss ich sagen. Und ist sicher auch mal recht selten, speziell weil ja manche Frisuren eigentlich alle Frisuren in komischen Farben rausgekommen sind, außer vielleicht die letzten beiden, die quasi normale Farben sind und normale Haarfarben. Alle anderen sehr, sehr speziell. Die Frage ist nur, wo stellen wir dieses Set hin? Es Genau. hätte ja Sightseeing-Charakter, vielleicht lassen sich Leute damit fotografieren. Habe ich mir auch schon irgendwo, gedacht. dass Leute hinpilgern, aber wir haben jetzt noch keinen passenden Platz in unserer Stadt gefunden. Wenn euch was einfällt, dann bitte einfach in den Kommentaren melden. Genau. Also, wenn euch da ein super Tipp einfällt, vielleicht auf irgendeinen Platz, wo wir das dann als moderne Kunst vielleicht hinstellen können. Vielleicht machen wir überhaupt so einen Künstler-District. Das wäre eigentlich mal eine ganz... Was Rita immer für Ideen hat. Jetzt wird es ein ganzer Distrikt, der voll mit moderner Straßenkunst ist. Aber gut, ja. Das Everyone is Awesome Set, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was können Sie uns heute dann noch präsentieren? Naja, eher eine traurige Geschichte. Ja, wir folgen Ihnen unauffällig. Zeigen Sie uns, was los ist. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Ja, wir zeigen euch ja normalerweise die Stadt immer so, dass wir was gebaut haben und dann filmen wir unseren Baufortschritt. Diesmal, glaube ich, ist es einer der ersten Male, dass in der Lego-Stadt weniger Steine stehen als noch vor diesem Video. Und das hat folgenden Grund. Es ist nicht der kleine Baumeister, der verhält sich sehr brav. Der liegt in seinem Bettchen, der spielt Duplo, das ist gar kein Problem. Er hat ja zuerst gerade die Kühe in der Hand gehabt und ein bisschen gespielt, aber das Fiasko entblättert sich hier auf unserem sagenumwobenen Kaffeetisch. Es haben ja immer alle gesagt, der kleine Baumeister wird uns mal alles zerlegen. Ist aber nicht der Fall. Und ich weiß ja, wer das war. Hinweise darauf, eine nicht vollendete Kaffeetasse und dieses Paar Brillen. Ja. Es war nicht die Einwohnermeldeamtbeamtin. Nein, ich glaube, das wurde als Ablenkung hingelegt, aber die war das nicht, sondern es war meine Mutter. Gehen wir mal an den Ort des Geschehens und dann schauen wir folgen Ihnen unauffällig, dann gehen wir weiter und zwar, wir sagen euch, was es ist die Winkelgasse. Die Winkelgasse. Nicht das Set, sondern das alles rundherum. Ihr wisst nicht, was passiert ist. Wir kommen jetzt gerade erst in die Stadt. Eigentlich gestern Abend schon. Und bevor meine Mutter, die relativ zeitig ins Bett geht, was offenbar eigentlich ein Glück sein sollte, hat sie dann kurz vor dem Bett gehen, hat sie gesagt, sie möchte noch eine Tour durch unsere Stadt machen. Und auf einmal blieb sie hier bei Hogwarts stehen und sagte, das gefällt mir nicht mehr so, wie es jetzt ist. Sehr seltsame Sachen passieren hier. Es grenzt fast an Magie und Zauberei. Es haben schon einige Leute in den Kommentaren damals, wie wir das vor, ich glaube, einem Dreivierteljahr aufgebaut haben, gesagt, dass sie den Boden und den Untergrund der Winkelgasse etwas zu unruhig finden. Hier sind noch letzte Reminiszenzen davon zu finden. Rita und ich haben uns eines Tages dafür entschieden, dass wir erstens die Winkelgasse relativ breit gestalten, was den Hintergrund hatte, dass man weder hier links hinter der einen Fassade noch hier rechts hinter der anderen Fassade viel aufbauen könnte. Jetzt war die Winkelgasse relativ breit. Wir haben uns dann gedacht, wie schaut das cool aus? Und es ist ja auch ein Vergnügungspark, wo viele Leute hingehen. Deshalb macht es ja auch Sinn, dass viel Platz ist. Richtig, ja. Habe ich mir auch gedacht, wir haben dann in mühevoller Kleinstarbeit, ich glaube an 2 oder 3 ganzen Tagen hier diese Fläche mit Fliesen, mit Plates und so weiter, ja, wie sagt man,
Mir bleibt direkt die Stimme modelliert. weg. Ja, befestigt. Es war zuerst ein Wiesenweg, dann war es so eine Art Schotterweg. Ja, genau. Und was ist dann passiert? Ja, ihr seht es. Meine Mutter ist gekommen und hat gesagt, ich pack's jetzt an, hat einen Teiletrenner genommen und ein Messer und hat dann die ganze Winkelgasse zerlegt. Die Frage ist, was passiert jetzt? Die Winkelgasse wird natürlich, oder hoffe ich zumindest, nicht abgebaut. Soweit ich das jetzt gesehen und verstanden habe, will sie seit wann ist sie eigentlich die Chefin in unserer Stadt? Das frage ich mich immer. Und wer darf hier unerlaubt einen ganzen Themenbereich einreißen? Weißt du, irgendwie kommt mir vor, dass Mütter eine sehr, sehr, sehr große Macht haben, was mich einerseits sehr, was heißt verärgert, aber andererseits freue ich mich schon sehr darauf, da ich ja auch Mutter bin, wann das bei mir eintritt. Aber gut. Ja, richtig. Also es werden hier jetzt statt den grünen dunkelgraue Baseplates kommen. Das ist schon das Problem Nummer 1, den haben wir bestellt und die brauchen meistens so ungefähr einen Monat, bis sie bei uns sind. Also das wird dauern. Ja. Und dann, ich glaube, von der Farbe her will sie es ein bisschen ruhiger angehen und zwar ähnlich, was ich verstehen kann, angelehnt hier an dieses Modell hell und dunkelgrau. Wir sind gespannt. Ja. Es hat sich auf jeden Fall aber auch sonst noch was getan in dem Hogwarts-Bereich. Und zwar... Und bitte, also noch kurz als Side Note. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt über einen Monat, wahrscheinlich noch länger, eine ramponierte Winkelgasse haben. Man hätte das auch machen können, wenn die dunkelgrauen Baseplates gekommen sind und dann 1:1 die Fliesen und Tiles, die man noch, oder die Plates, die man noch braucht, gleich 1:1 hier umbauen. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch 1,5 Monate hier den Kaffeetisch voll angeräumt, denn das wird sicher alles so bleiben. Es hat sich sonst auch noch was getan im Hogwarts-Bereich, da müssen wir Rita fragen. Es ist Hagrids Hütte jetzt hier. Das war übrigens auch so eine Sache, upsala, bin zu nah, genau. Meine Mutter meinte dann, das gefällt ihr ja an sich schon nicht, weil vor dem Disney-Schloss muss ja so eine super, wie sie es normalerweise haben, eine Main Street sein oder wenigstens ein schöner Platz. Dafür wäre aber kein Platz, wenn der Bahnhof und sonstiges hier das quasi alles verbaut. Jetzt habe ich mich daran gemacht, alles etwas umzustellen und ich habe Hagrids Hütte jetzt dann nach hinten verschoben. Das sieht man eigentlich von der anderen Seite besser, das filmen wir dann nochmal oder du wir müssen dann auf der anderen, nein, wir filmen dann auf der anderen Seite noch was. Und ich habe den Bahnhof hier herübergestellt. Den muss man noch ein bisschen besser einbauen. Wir wollen hier die Stiegen noch weiter verlängern, damit der besser integriert ist. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Und die peitschende Weide habe ich auch hier hingestellt. Ihr seht auch beim Hogwarts Castle musste ich etwas umstellen, denn sie möchte da ein Eingangstor haben. Ich weiß nicht, was in die Mutter gefahren ist, aber gut. Auf jeden Fall wird hier einiges umgebaut. Vorher war hier dieses Picknick, das ist jetzt mal einfach weg. Aber das kommt sicher irgendwo anders in den... Genau. Richtig. Mit der Pinata. Ja, natürlich. Also es stimmt, wir haben jetzt hier beim Disney-Schloss ein bisschen mehr Platz, um hier schön den Vorplatz zu gestalten. Ja. Das ist wahr. Ich bin gespannt. Bis jetzt haben wir nur Teile gesehen, die nicht gebaut, sondern abgebaut wurden. Ja. Aber wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir warten jetzt mal. Seid uns auf jeden Fall nicht böse, wenn die Winkelgasse jetzt in nächster Zeit eine Baustelle sein wird. Genau. Und dann, glaube ich, müssen wir noch genau dort rüber gehen. Und zwar filmen wir noch den wunderbaren Metroliner. Oder haben wir was vergessen? Wunderbaren Metroliner. Ich dachte, wir gehen Richtung Hochhaus. Aber gut, wenn du Richtung Metroliner gehst. Dann gehen wir Richtung Hochhaus. Von hier sieht man das auch ganz gut. Schau, Hagrids Hütte, da sieht man eben den Greif mit den Kürbissen. Das wollte ich eigentlich herzeigen, dass die da so gut in dieser Ecke drinnen stehen. Ich glaube, du hast sogar die Schienen ein bisschen geändert, damit hier mehr Platz ist, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, dieses Eck hier ist ganz schön ausgefüllt. Man könnte hier hinter dem, ich weiß nicht, welches Gebäude das ist, könnte man auch noch irgendwas machen. Aber wir warten jetzt mal und schauen, wie breit und wie sich die Winkelgasse dann überhaupt gestalten wird. Genau.
Und ich habe mich dann auch hier etwas daran gemacht, noch etwas zu verbessern. Nämlich, ihr seht es hier, ist das Schild endlich mal beschriftet. So viele tolle Vorschläge, auch viele Vorschläge mit sehr langen Namen haben wir bekommen, was natürlich nicht funktioniert leider, also auf jeden Fall nicht auf so einem kleinen Schild. Ich habe viel herumprobiert, ich habe viele verschiedene Namen ausprobiert zu schreiben, was mit Dots auch nicht immer ganz so einfach ist, aber jetzt hätte ich mich dazu entschieden, mal schauen, ob es euch gefällt, es Tims zu nennen. Das ist in moderner Kunst geschrieben, deswegen glaubt man auch, dass das hintere vielleicht eine Art A oder N ist, aber nein, es ist eine M. Ja, es gäbe auch die offizielle Dots-Schrift, die habe ich Rita gezeigt und sie wollte nichts davon wissen. Genau. Jetzt ist es hier Tins oder Tias oder Tim, ja, Tims natürlich. Finde ich, sieht ganz nett aus. Vielleicht machen wir außenrum noch einen Rahmen. Das würde auch ganz nett aussehen, denke ich, aber so gefällt mir das schon ganz gut. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einsendungen und Tims war auch dabei, das weiß ich. Genau. Haben wir auch den Vorschlag bekommen. Genau. Zu guter Letzt filmen wir heute noch die Legende, den Metroliner. Der Panoramawagen in seiner vollen Blüte, sogar in doppelter Ausführung und der Endwaggon. Aber ihr seht, Rita ist nicht begeistert, denn sie will euch eigentlich was anderes zeigen. Ich will euch noch ein weiteres Set zeigen, ein weiteres neues Set, das wir im Legoland erstanden haben. Ihr habt es ja mitbekommen, ich habe mir dieses Freibad, wie ich es interpretiert habe, gekauft im Legoland. Und habe das hier mal platziert. Ich finde das ein sehr, sehr, sehr süßes Set. Ich habe das letztes Jahr noch nicht gesehen, also ich glaube, das ist recht neu. Das sind 3 verschiedene Pools. Ihr seht es hier, es sind 2 Rutschen. Dann ist hier so ein Fass, das glaube ich immer mit Wasser befüllt wird und dann kippt das so um und dann fließt das Wasser herunter. Also echt eine coole Sache, speziell auch für Kiddies. Und was so cool ist, ist die anderen Details, die hier sind, wie zum Beispiel der Wickeltisch hier. Wir haben eine Toilette in Wild City. Wahnsinn. Das wird sicher noch umgebaut. Wahrscheinlich für einen Geräteschuppen für den Bademeister oder so. Rita hasst nämlich Toiletten. Ich weiß nicht warum. Wir haben weder im Einkaufszentrum noch sonst irgendwo in der Stadt Toiletten. Und wenn es mal irgendwo so eine Art Dixie-Klo dabei war, bei einem Set, dann hat das Rita auch umgebaut. Ja. Hier ist jetzt derweil noch ein Klo. Genau. Hier rutscht jemand, das gefällt mir. Ja, den habe ich übrigens mit einer Schnur befestigt. Das geht nämlich sonst eigentlich gar nicht. Habe ich die Figur auseinandergenommen, um die Füße gewickelt, um diese Stöpsel von den Füßen und dann hier hinten bei den Grünen angehängt. Sehr, sehr nettes Set. Ich weiß gar nicht mehr, was hat denn das gekostet? 29, 39? Ja, ich glaube. Ich weiß es nicht mehr. Der große Pool war auf jeden Fall nicht dabei. Der große Pool den hat Rita gebaut. Der wurde auch um genau diese 2 Noppen hier erweitert. Also der ist eigentlich ein bisschen kleiner. Diese Liegen sind dabei. Hier sind auch noch solche Locker, habt ihr sicher gerade schon gesehen, wo man eben die Wertsachen einschließen kann. Und ja, dieser junge Herr war auch dabei. Übrigens ein sehr, sehr süßes Outfit mit dieser Qualle vorne drauf. Sehr, sehr süß. Genau, und ich habe mich jetzt eben daran gemacht, dass ich da ein großes Becken quasi für die Schwimmer auch noch dazu baue. Und ich habe den Burgerladen hier mal reingestellt, weil ich mir gedacht habe, das ist doch perfekt als Buffet. Der passt hier gut rein, ja. Was ich auch noch gemacht habe, ist hier diesen Zaun rundherum zu bauen. Meine Mutter hat das gesehen und meinte, ich weiß nicht, ich glaube, sie hat einfach zu viel Aperol Spritz getrunken. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Der ist zu wenig hoch, denn man soll das Bad nicht einsehen. Gut, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ist dieser Zaun zu wenig hoch für ein Freibad oder ist es okay? Ich weiß schon, wen wir nicht mehr hierher einladen. Oder habt ihr vielleicht sonst noch irgendwelche Vorschläge für den Zaun? Ich bin am Überlegen, ob ich das entweder hier oben so lassen soll oder irgendeine Art Verzierung machen soll, wie Christoph das auch bei dem Park gemacht hat. Ich weiß es nicht. Und eben Frage, sollen wir das hier unten quasi noch um einen Stein erhöhen?
Ja, mal Ich schauen. weiß nicht, hier seht ihr Hansi von den Super Brick Brothers. Ich weiß nicht, wie groß der in Natura ist, aber als Lego-Figur, ja, würde er ganz knapp über den Zaun drüber schauen können. Wobei, auch wenn er kleiner wäre, könnte er hier bei diesem Gitter durchschauen. Wir werden uns das nochmal überlegen und nochmal, Rita wird nochmal ins Freibad gehen in Real Life, damit Genau. sie nochmal schauen kann, wie hoch dort die Zäune sind. Außerdem, mein Argument war ja, wenn die Leute reinschauen können, ein bisschen, dann kaufen sie vielleicht mehr Tickets. Für Das könnte Bad. sein, Weil ja. sie sich dann denken, was ist das für ein cooles Bad? Ja, Dann- überhaupt, wenn Kesse Badenixen dort zugange Das sind sowieso. und ihre Körper baden. Zwei kurze Wortmeldungen, bevor wir zum Ende kommen. Nummer 1, ich war am Überlegen, und da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob wir das Bad nicht um 180 Grad drehen, denn ich glaube, vorne ist eigentlich hier. Es würde natürlich Sinn machen für die Bewohner von Wild City, dass die, wenn die von hier hereinkommen oder hier vorbeifahren, dass hier die Vorderseite ist. Aber Für dann- uns ist es natürlich von der anderen Seite her die Vorderseite, aber... ja, Dann sieht jetzt man kommt- den Wickeltisch nicht. Und der Wickeltisch ist doch so süß. Rita will den Wickeltisch sehen. Also wenn ihr wollt, dass wir das Bad umdrehen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Übrigens eine andere Sache, gehört der dahin? Ja, Diese 1x1 Runde. ich weiß nicht, aber ich glaube schon. Keine Ahnung. Das werden wir noch rausfinden. Jetzt ist nicht das Thema der Metroliner. Das zweite hat was mit Zügen zu tun, und zwar, ich war gerade so in Gedanken dabei, dass ich mir hier so einen kleinen Abstellgleisanlage hinbaue. Genau, ja. Da ist auch übrigens dieser Kranwagen da hinten mit dem gelben Kran, der grüne gestanden. Ja. Und ich wollte hier war glaube ich schon sogar eine Weiche hier hingelegt, die habe ich mir schon hergerichtet. Und ich wollte das alles jetzt ein bisschen planen. Zack, hat Rita wieder alles abgebaut und ihr Schwimmbad hierher gepflanzt. Also ihr seht, wie es mir geht. Schlecht, liebe Freunde. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, der Zug ist aber schon da gestanden. Oder baut Lego zuerst. Keiner kann mehr nach. Glaubt dieser Frau kein Wort. Wir lassen nächstes Mal hoffentlich wieder einen Zug fahren und dann sehen wir uns. Tschüss. Tschüssi.